Menschen in Israel rechnen weiter mit einem massiven Raketenangriff durch den Iran und seine Verbündeten. Die US-Regierung warnt, dass ein Vergeltungsschlag des Iran für die Tötung von Hamas-Chef Haniyeh in dieser Woche kommen könnte. Der israelische Armeesprecher Hagari sagte, das Militär befinde sich in höchster Alarmbereitschaft. Unterdessen bestätigte die Terrororganisation Hamas, dass 2 ihrer Mitglieder im Gazastreifen eine israelische Geisel getötet haben. 2 weitere Geiseln seien verletzt worden. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel mit mehr als 1200 Toten befinden sich noch Dutzende Menschen in der Gewalt der Terroristen. Am Abend traf Palästinenserpräsident Abbas zu einem mehrtägigen Besuch in Moskau ein. Darüber möchte ich sprechen mit Carsten Ovens. Er ist der Geschäftsführer von Elnet Deutschland, einer Organisation, die sich für die Zusammenarbeit zwischen der EU und Israel einsetzt. Herzlich willkommen hier bei Welt. Hallo. Hallo, Frau Werther. Vielen Dank. Wie schätzen Sie die Situation ein? Seit Tagen wird ja damit gerechnet, dass es einen Vergeltungsschlag des Iran gibt. Ist das gewissermaßen die Ruhe vor dem Sturm, die wir jetzt erleben? Und wir sind gerade in diesen Tagen im Grunde jede Stunde im Austausch mit Kollegen, mit Freunden, mit Bekannten unten in Israel. Und es ist so ein bisschen wie so häufig Alltag im Ausnahmezustand, aber durchaus mit einer noch intensiveren Anspannung, als man das vielleicht in anderen Phasen erlebt, wo diese ja doch sehr resiliente Gesellschaft eben es immer wieder vermocht hat, sich aus den größten Bedrohungslagen herauszukämpfen. Aber natürlich blickt man mit großer Anspannung und Sorge auf das, was aus Teheran kommt, denn das Regime dort droht ja immer wieder unverhohlen mit einem großen Angriff auf den jüdischen Staat. Und gleichzeitig blickt man nach Europa und hofft und erwartet natürlich auch Unterstützung, insbesondere von Deutschland. Lassen Sie uns gleich dabei bleiben. Die USA haben ja im Rahmen dieser Drohungen die Militärpräsenz in der Region erhöht, warnen Teheran auch vor schwerwiegenden Folgen, wenn es eben zu einem Angriff kommen sollte. Was erwarten Sie von der EU und was erwarten Sie von Deutschland? Nun, ich glaube, wenn man mit der Politikpartei übergreifend in Israel spricht, wenn man auch mit den Menschen spricht, wo ein sehr großes Vertrauen gerade auch auf der Straße Richtung Deutschland geht. Deutschland ist für die Israelis der zweitwichtigste Partner schon viele Jahre nach den USA. Und man weiß durchaus auch, dass wir in Deutschland eben verstanden haben, dass es unsere historische Verantwortung ist, einerseits für Israel da zu sein, andererseits aber auch, dass es in unserem eigenen Interesse ist. Und während wir heute oder in den letzten Jahren darüber diskutiert haben und auch irgendwann abgeschlossen haben, das israelische Raketenabwehrsystem Arrow 3 zu kaufen, um wiederum Deutschland und Europa gegen mögliche Angriffe aus dem Osten zu verteidigen, ist natürlich auch die Erwartung in Israel, dass wir das, was wir immer wieder als Staatsräson beschreiben, jetzt auch leben. Das heißt, das, was in Israel gebraucht wird, um sich gegen einen möglichen Angriff zu schützen, zu verteidigen, das muss auch Deutschland liefern. Und das ist eine klare Erwartung sicherlich auch aus Jerusalem. Es droht ja ein Mehrfrontenkrieg, also aus dem Iran, von der Hisbollah, aus dem Libanon, dann die Houthis im Jemen drohen auch. Israel ist umzingelt von Feinden. Die Frage, wenn so ein großer Vergeltungsschlag kommt, kann der Iron Dome das noch schaffen? Israel wird Unterstützung brauchen. Wir haben das schon gesehen Mitte April, als der Iran... Form? In Form von Abwehrtechnologien, in Form sicherlich erstmal von Abschreckung. Wir hoffen ja immer noch, dass wir eine maximale Eskalation verhindern können. Die Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben sich zum Wochenbeginn sehr deutlich in einem Statement an den Iran gewandt, haben ihn davor gewarnt, im Grunde weiter zu eskalieren. Das Büro des Präsidenten ließ daraufhin verlauten, auch nach dem Gespräch mit dem britischen Premierminister, dass man also sich hier keine Einmischung erlauben wolle und dass man selbstverständlich Israel stoppen wolle. Also der Iran versucht im Grunde das Narrativ umzudrehen, sich als gut zu positionieren, wenngleich es weiterhin das Regime in Teheran eben versucht, hier die einzige Demokratie anzugreifen. Und die USA haben es schon gezeigt, indem sie vor allem Marinekapazitäten zu Abschreckungszwecken und im Zweifel auch zur Verteidigung wieder ins östliche Mittelmeer verlegt haben. Wir haben das schon mal im April gesehen, als die iranischen Proxys, die iranischen Kollaborateure im Gazastreifen, im Libanon und im Jemen, Sie haben die 3 gerade genannt, gemeinsam mit dem Iran angegriffen haben, haben wir gesehen, dass eben tatsächlich auch eine breite Front der Alliierten einerseits, aber eben auch Saudi-Arabien und Jordanien sich gegen das iranische Regime stellen und Israel verteidigen. Und es wird eine ähnliche Situation wieder brauchen, wenn der Iran seine Drohungen wahr macht und flächendeckend angreift. Was auffällt, ist, dass der Verteidigungsminister Galland sich immer mehr in Stellung gegen Ministerpräsident Netanyahu bringt. Er hat jetzt das Kriegsziel von Netanyahu, nämlich den totalen Krieg gegen die Hamas, als Unsinn bezeichnet. Wie bewerten Sie das, vor allem auch in der aktuellen Situation? Ich glaube, dass der Diskurs zwischen diesen 2 Spitzenpolitikern auch darstellt, was im Grunde, auch wenn wir hier auf einem sehr engen politischen Spektrum sind, aber darstellt, was in der gesamten Gesellschaft los ist. Wir haben einerseits
Und ich war in den letzten Monaten oft vor Ort und habe mich auch mit der Zivilgesellschaft unterhalten. Wir haben einerseits eine breite Unterstützung, wenn es darum geht, die Bedrohung der Hamas zu reduzieren, um nicht zu sagen, für immer auszuschalten. Das gilt im Übrigen auch für die Hisbollah, die ja seit Monaten kontinuierlich den Norden Israels mit Raketen bombardiert. Immer noch über 100.000 Menschen dort nicht in ihre Wohnungen und Häuser seit im Grunde dem 8. Oktober zurückkommen. Das heißt, wir sehen also eine breite Unterstützung einerseits für die Sicherheit, die Absicherung des Landes, aber gleichzeitig natürlich auch ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement und eben auch die Debatte in der Politik, was getan werden kann und getan werden muss, um endlich nach über 300 Tagen die immer noch mehr als 100 verbliebenen Geiseln aus dem Gazastreifen zurück zu ihren Familien nach Israel zu bringen. Und das ist im Grunde jetzt ein kleines Spiegelbild dieser großen gesellschaftlichen Debatte, was sich jetzt zwischen dem Premierminister und dem Verteidigungsminister abspielt. Sagt Carsten Ovens, ganz herzlichen Dank für den Besuch heute. Gerne, Frau Werther. Danke.